Das absolute Highlight an einem Rad ist jedoch die Schaltung. Das ist die elektronische SRAM Axis Mullet Schaltung und die macht den Spagat zwischen Rennrad und Mountainbike, den das Gravelbike ja sowieso schon macht, jetzt auch mit. In diesem Video wollen wir euch unsere neuen Gravelbikes vorstellen. Die haben wir individuell aufbauen lassen, wir haben uns also was dabei gedacht und darüber wollen wir sprechen. Begonnen hat alles mit dem Rahmen, da haben wir uns für Open entschieden. Das ist ein kleiner Hersteller von Carbonrahmen aus der Schweiz. Die stellen 3 verschiedene Rahmen her. Einmal das Mind, ein Rennrad, dann das Up bzw. Upper. Das ist ein Gravelbike mit Rennradgeometrie. Das wollte ich eigentlich haben. Da sagt mir dann der Händler, aber Mario, wenn du bisher nie Rennrad gefahren bist und lange Reisen machen möchtest, dann nimm lieber das Wide. Denn das hat insbesondere hier ein längeres Steuerrohr. Das heißt, es kommt höher, der Lenker kommt höher und das ist dann entspannter für den Rücken. Also haben wir uns dafür entschieden. Anne hat das Wide in Rahmengröße S in Grau und ich in L in dem Türkis. Die absolute Besonderheit vom Wide ist die große Reifenfreiheit. Wenn man mal von hier auf die Gabel schaut, sehen wir, dass links, rechts noch massig Platz ist. Aktuell sind 28 Zoll Laufräder montiert mit 40 mm breiten Reifen. Laut Open passen aber locker bis zu 46 mm breite Reifen rein. In Einzelfällen bestimmt auch noch mehr. Da muss man dann auch gucken, wie hoch die Reifen aufbauen. Es bietet aber dann auch die Möglichkeit, vielleicht einen 27 Zoll Laufradsatz sich nochmal zusätzlich zuzulegen. Dadurch kann man dann breitere und auch höher aufbauende Mountainbike-Reifen reinpacken. Bis zu 2,4 Zoll. Bei Mountainbike-Reifen spricht man von Zoll, das sind umgerechnet ca. 6 cm. Und so könnte man da nochmal extremen Komfort reinbringen, eben durch das kleine Laufrad mit den höher und breiter werdenden Reifen. Große Reifenfreiheit ist also cool und da kann man sich fragen, warum hat das nicht jedes andere Rad auch? Da muss man sagen, dass die Ingenieursleistung bei der Gabel vorne nicht groß ist. Ja? Die kann ich einfach breit machen, ich muss auf nicht viel anderes achten. Viel interessanter wird es aber beim Hinterrad. Denn das Hinterrad ist ja ganz nah am Tretlager und an dem Kettenblatt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier 6 cm breite Reifen drin sind, dann kann ja die Kettenstrebe hier gar nicht gerade von da nach da führen, denn dann wird es hier klemmen. Da ist dann bei breiten Reifen kein Platz mehr. Wie hat man das also gelöst? Ihr seht es, man hat die Strebe erst nach unten verlaufen lassen und dann hier dran vorbei. Und das eben auf beiden Seiten und so sind auch am Hinterrad breite Reifen möglich. Man könnte natürlich auf die Idee kommen, die Pedale weiter außen zu montieren und auch das Kettenblatt weiter nach außen zu holen. Dadurch würde sich dann aber der Q-Faktor erhöhen. Das möchte man nicht, dann würde man halt sehr breit treten, wie so eine Ente. Und es geht halt darum, den Q-Faktor gering zu halten und trotzdem breite Reifen reinzubekommen. Und das geht eben mit dieser Strebe. Was durch die breiten Reifen dann auch weggefallen ist, ist der Umwerfer. Man kann das Wide also nur noch mit einer Einfachschaltung fahren. 2 Kettenblätter gehen hier nicht, weil dadurch dann ja auch wieder der Q-Faktor erhöht werden würde. Die restlichen Rahmendetails eben im Schnelldurchgang. Wir haben eine integrierte Kabelführung, allerdings hier nicht am Lenker und Vorbau. Da müssen wir das ein bisschen zurückdrehen mit der Rolle. Dann haben wir verschiedene Bohrungen für Trinkflaschen oder ähnliches. Hier oben, hier. Am Unterrohr hat man sogar 2 Positionen, hier oder ein bisschen weiter unten, je nach Länge der Trinkflasche. Und durch die heruntergezogene Kettenstrebe hier nochmal 2 weitere Bohrungen ganz unten für zum Beispiel eine Werkzeugbox. Keine Bohrungen hingegen gibt es hier an der Gabel zum Beispiel. Und ja, es ist ein Carbonrahmen und das bedeutet, der hat halt Flex, der gibt nach, ist nicht so starr wie ein Stahlrahmen. Und das sieht man zum Beispiel insbesondere hier, die Sitzstreben, die hat man breiter designt, allerdings relativ dünn. Und dadurch hat man eben nochmal einen besonderen Flex und mehr Komfort. Bei Vorbau, Lenker und Sattelstütze haben wir uns auch für Komponenten aus Carbon entschieden. Anne hat alles von Envy, die Sattelstütze, der Vorbau und einen aerodynamischen Lenker. Der ist schön flach mit einer breiten Handauflagefläche und etwas Flair, also es ist ein bisschen weiter nach außen gestellt. Meine Sachen sind von Beast Components, Sattelstütze, Vorbau und der Lenker. Mein Lenker hat deutlich mehr Flair, würde ich sagen.
Bei den Laufrädern haben wir uns für unterschiedliche Sachen entschieden. Anne hat die NW AG 25, die sind schön leicht mit einem normalen Felgenprofil. Ich habe die ZIP 303S, die finde ich optisch sehr, sehr cool mit dem Hochprofil. Und dadurch werden sie aerodynamischer, allerdings durch das Mehrmaterial auch schwerer. Wir haben beide gerade die neuen Schwalbe G1R in 40 mm aufgezogen. Die sind für Asphalt, Schotter und leichtes Gelände gemacht, rollen sehr gut. Die gibt es auch in 45 mm, vielleicht ziehen wir die auch mal auf für ein bisschen mehr Komfort. Würde mich mal interessieren, ob man da was merkt. Ja, und Tubeless hält bisher mega mäßig. Also wir hatten kaum Druckverlust in den letzten Wochen, deutlich besser als bei den Rose Bikes. Ich weiß nicht, ob das am Reifen oder an den Laufrädern lag, keine Ahnung. Aber hier wirklich 1A. Das absolute Highlight an dem Rad ist jedoch die Schaltung. Das ist die elektronische SRAM Axis Mullet Schaltung und die macht den Spagat zwischen Rennrad und Mountainbike, den das Gravelbike ja sowieso schon macht, jetzt auch mit. Das bedeutet, die verbindet die SRAM Force Rennradkomponenten mit den SRAM Eagle Mountainbike Komponenten. Vorne haben wir die Force Rennradhebel mit den elektronischen Schaltwippen, rechts rauf, links runter. Hier haben wir eine Force Rennradkurbel, also schön aerodynamisch. Und jetzt wechseln wir aber zu den Mountainbike-Komponenten. Das Kettenblatt mit 40 Zähnen ist ein Eagle-Kettenblatt, eine Eagle-Kette. Das Mountainbike-Schaltwerk XX1 elektronisch, hier mit dem Akku. Und die Kassette. Die Kassette hat 12 Ritzel, das kleinste Ritzel hat 10 Zähne und das größte Ritzel hat 50 Zähne. Bei der Schaltung ist dann ja immer die Frage, wie groß ist der größte Gang und wie klein ist der kleinste Gang. Bin ich hier auf dem kleinsten Ritzel, das heißt der größte Gang, habe ich vorne 40 Zähne, hinten 10 Zähne. Das heißt, mit einer Kurbelumdrehung dreht sich das Rad dann 4-mal rum. Und bei einer Trittfrequenz von 90 habe ich dann 48 km/h drauf. Das ist für ein Gravelbike schon ganz gut, für ein Rennrad vielleicht ein bisschen wenig. Da hat man gerne etwas über 50. Jetzt wechseln wir vom Schnellfahren an den Berg. Es ist steil, es wird noch immer steiler und ihr habt Gepäck dabei. Und dann ist es gut, wenn man hinten einen großen Rettungsring hat. Dieses Ritzel mit 50 Zähnen. Bin ich also da drauf, ist mein kleinster Gang vorne 40 Zähne, hinten 50 Zähne. Das heißt, mit einer Kurbelumdrehung dreht sich mein Rad nur 80% rum. Das sind 1,78 Meter. Das ist ein wirklich kleiner Gang und das ermöglicht einfach, dass man sich an einem extrem steilen Berg nicht mit Maximalkraft hochkurbeln muss, sondern mit einer hohen Frequenz und relativ leicht noch. Und teilweise merken wir, dass wir noch am Berg wieder einen Gang höher schalten können, weil der kleinste Gang zu klein ist. Das gibt wirklich Freiraum an Anstiegen auf Touren, die wir dann im Sommer geplant haben. Zur Veranschaulichung vergleichen wir das einfach mal mit der Shimano GRX-Schaltung, die wir an den Rose Backwoods haben. Das blende ich jetzt mal zuerst ein. Wenn wir da uns den kleinsten Gang betrachten, sehen wir, dass mit einer Kurbelumdrehung wir ca. 2,10 Meter machen. Und wenn wir uns den größten Gang anschauen, dann sehen wir, dass wir mit einer Trittfrequenz von 90 knapp 44 km/h fahren. Jetzt blende ich darüber das Diagramm für die SRAM-Schaltung ein. Und da sehen wir, wir haben beim kleinsten Gang praktisch einen echten zusätzlichen kleinsten Gang, der nochmal deutlich weiter links positioniert ist. Und da sehen wir auch die 1,78 Meter, die wir gut machen bei einer Kurbelumdrehung. Und dann schauen wir uns rechts den größten Gang an. Da sehen wir, dass wir mit einer Trittfrequenz von 90 genau 48 km/h fahren. Also 4 km/h mehr wie bei der Shimano. Und zum Schluss zeigen wir euch dann noch, wie die elektronische Schaltung schaltet. Rechts hoch, links runter und Anne geht mal auf das Schaltwerk. Und wie es sich dann für so ein Video gehört, wir wiegen das natürlich einmal. Natürlich ohne Pedale. Wie jeder weiß, gehört die Pedale zum Schuh, nicht zum Fahrrad. 8,25? 8,25. Okay. Und der Vollständigkeit halber natürlich auch noch Annes Bike. Jetzt sehe ich hier 8,08. Gut, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren unsere Bikes. Bis bald. Und in diesem Video wollen wir darüber sprechen. Ja, jetzt habe ich zweimal in diesem Video, ne? Alle guten Dinge sind. Ja, genau.
Mi, mi, mi. Nee, wieder runter. Ich darf nicht lachen, sonst wackelt Ja, ja. alles. Ja, ja. Schön daneben geworfen. Sonst noch irgendwas unperfekt? Meine Haare, meine Frisur. Anne, du musst mir das sagen. Das ist wie immer wunderschön. Okay, super. Ready? Ja, und jetzt. Okay, Druck. Okay. Punkt. Stopp. Dann müssen wir mal gucken, wie wir mit der Rolle das nach hinten drücken können. Ja, ist ganz okay. Ja, nee, ist ganz okay. Ja. Okay. Warte. Ausschläge passen auch? Ja. Aber das würdest du auch auf dem Display sehen. Da ist ja auch der Ausschlag. Sehe ich ja. Ja. Okay. Hältst du mit einer Hand? Oder? Du kleiner Stinky-Stiefel. Ja. Das absolute Highlight an dem Rad ist die Schaltung. Denn die macht den gleichen Spagat wie das. Zur Veranschaulichung vergleichen wir das einfach mal mit der. Nee, komm Mario, nicht einschlafen. Gut, unter Vollständigkeit halber natürlich auch noch anders. Nein, das kann nicht sein.